Hallo, in diesem Video zeige ich die grundlegenden Eigenschaften von Funktionen Scharen und wie man damit umgeht. Was sind Funktionen Scharen? Das ist gleich eine ganze Gruppe von Funktionen, deren Funktionsterm alle ähnlich aufgebaut ist. Zum Beispiel in dieser Art 1/2x plus a. A soll irgendeine reelle Zahl sein. Wir benennen nun die unterschiedlichen Buchstaben, die hier vorkommen. Das x ist nach wie vor unsere Funktionsvariable wie in jeder normalen Funktion. Man erkennt die Variable immer daran, dass sie hier in der Funktionsklammer steht. Während das a, das nennt man einen Parameter, irgendeine feste Zahl. Und um zu kennzeichnen, dass wir es hier mit einer Funktion Schar zu tun haben, notiert man diesen Parameter unten an das f dran. Das ist der Parameter. Machen wir es anschaulich an einem Beispiel. Wir setzen für a mal 3 ein, dann bekommen wir die Funktion f3 von x. Das ist dann eben 1/2x plus 3 und das ist eine solche Gerade f3. Setzen wir für a2 ein, bekommen wir eine andere Funktion, die so aussieht, f2, f1, f0, f-1 und so weiter. Wir bekommen hier eine ganze Schar von Geraden. Nun möchte ich euch anhand verschiedener typischer Aufgabenstellungen zeigen, was man mit Funktionen Scharen machen kann. Wir gehen mal die unterschiedlichen Aufgabenstellungen durch. Meistens geht es darum, irgendwelche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in den einzelnen Funktionen einer solchen Schar zu finden. Also wir beginnen mit der ersten Aufgabenklasse gemeinsame Eigenschaften und Unterschiede finden. Wir nehmen uns als Beispiel die Funktion Schar von eben und die Aufgabe lautet, benennen Sie zwei gemeinsame und zwei unterschiedliche Eigenschaften der Graphen dieser Schar. Als Gemeinsamkeit könnte man hier als erstes entdecken, sie haben alle die gleiche Steigung. Und zwar die Steigung, die können wir hier vorne ablesen, der Faktor vor dem x ist 1/2, also haben alle die gleiche Steigung. Als zweite Gemeinsamkeit können wir den gemeinsamen Steigungswinkel Alpha hier erkennen. Sie haben alle den gleichen Winkel Alpha, den können wir sogar berechnen. Alpha ist nämlich nichts anderes als der Arcus-Tangens von der Steigung, 1/2, also 26,6 Grad. Kommen wir nun zu den Unterschieden. Wir sehen, dass die Schnittpunkte mit der y-Achse unterschiedlich sind, je nachdem, welchen Wert von a wir haben. Und da diese Schnittpunkte alle bei x gleich 0 liegen, können wir ja x gleich 0 in diese Schar hier einsetzen. Sieht dann so aus. Das Ergebnis 1/2 mal 0 plus a ergibt immer a. Das heißt, unsere Schnittpunkte liegen bei den Koordinaten 0, Stab a. Das a ist der Wert, den wir gewählt haben als Parameter. Also hier a gleich 0, a gleich 1, 2, 3 und so weiter. Ein zweiter Unterschied sind die Schnittpunkte mit der x-Achse. Wir sehen hier, hier, hier und so weiter die Schnittpunkte. Die bekommen wir, indem wir nun y gleich 0 setzen. Also 0 ist gleich 1/2x plus a. Und jetzt lösen wir diese Gleichung ganz normal nach x auf. Mit dem a kann man nämlich rechnen, als wäre es eine ganz normale Zahl. Wir bringen das a auf die andere Seite, nehmen die Gleichung mal 2 und bekommen eine Lösung x gleich minus 2a. Und damit liegen unsere Schnittpunkte bei den Koordinaten minus 2a, Stab 0. Nun haben wir zwei Gemeinsamkeiten und zwei unterschiedliche Eigenschaften gefunden. Wir erkennen hieran eine grundlegende Regel für Funktionen Scharen. Kommt nämlich der Parameter im Ergebnis nicht vor, so wie hier und hier, dann gilt diese Eigenschaft für alle Kurven. Kommt dagegen der Parameter im Ergebnis vor, dann unterscheiden sich die einzelnen Kurven in diesem Wert. Eine weitere typische Aufgabe wäre, beschreiben Sie den geometrischen Vorgang, mit dem der Graph von f1 in den Graph von f3 überführt werden kann. Was sind geometrische Vorgänge? Das kann sein Verschiebung in y-Richtung oder Verschiebung in x-Richtung oder die Streckung oder Stauchung in y-Richtung. Dabei wird jeder y-Wert mit einem bestimmten Faktor multipliziert.
Oder eine Spiegelung an der Koordinatenachse, dann werden alle y-Werte negativ. Oder eine Drehung um den Ursprung. Was hiervon kommt nun für unser Beispiel in Frage? Wie kommen wir von f1 nach f3? Naja, ist klar, wir verschieben f1 parallel nach oben um 2 Skalenteile. Diese 2 kommt daher, dass sich dieser Parameter Wert a von 1 auf 3 ändert, also wir werden hier 2 hinzuaddieren. Der nächste Aufgabentyp lautet: Bestimme den Parameter so, dass eine bestimmte Eigenschaft erfüllt ist. Beispiel: Berechnen Sie den Wert des Parameters a, sodass der Graph von fa den Punkt 2,5 enthält. Dieser Punkt soll also diese Gleichung erfüllen. Ja, dann setzen wir doch mal den Punkt ein. Das ist unser x, kommt hier rein. Das ist unser y, kommt auf die linke Seite. Dann steht hier 2,5 gleich 1,5 mal 2 plus a. Und das können wir einfach nach a auflösen. A gleich 1,5. Und somit lautet die gesuchte Gerade f1,5 von x ist gleich 1/2x plus 1,5. Diese enthält den Punkt P. Wir sehen also, es ist gar nichts Ungewöhnliches, man muss sich nur daran gewöhnen, mit diesem Buchstaben a irgendwie zu rechnen, aber der verhält sich ja wie eine ganz normale Zahl. Weiteres Beispiel: Berechnen Sie den Wert des Parameters a so, dass der Graph von fa mit den Koordinatenachsen ein Dreieck mit dem Flächeninhalt 4 einschließt. Wir sehen, dass der Graph mit den Koordinatenachsen ein rechtwinkliges Dreieck einschließt und dessen Flächeninhalt können wir ja mit der Dreiecksformel berechnen, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Die Länge der Grundseite g hier unten, die können wir leicht berechnen. Wir kennen nämlich schon den Schnittpunkt dieser Geraden mit der x-Achse, die haben wir vorhin berechnet. Die ist bei minus 2a Stab 0, also ist diese Länge hier minus 2a lang. Falls hier etwas Negatives rauskommt, nehmen wir natürlich den Betrag davon. Und die Höhe h, die ergibt sich aus unserem Schnittpunkt mit der y-Achse, der ist ja bei 0 Stab a. Wir setzen beide Werte in unsere Flächenformel ein und bekommen dann 1/2 mal minus 2a mal a, das gibt ausgerechnet a². So, nun schauen wir nochmal in die Aufgabenstellung. Da ist ja gefordert, dass der Flächeninhalt f, den wir gerade ausgerechnet haben, gleich 4 sein muss. Wir können also fordern, dass a² soll gleich 4 sein und haben nun eine Gleichung, die wir einfach nach a auflösen können. Wir bekommen a gleich 2. Also werden wir hier die Funktion f2 haben, die genau ein Dreieck mit dem Flächeninhalt 4 einschließt. Nun Achtung, beim Wurzelziehen entstehen ja immer zwei Lösungen. Es gibt auch noch die zweite Lösung minus 2. Und tatsächlich, f minus 2 liegt hier unten. Das schließt mit den Koordinatenachsen ebenfalls eine Fläche mit dem Inhalt 4 ein. Halten wir auch hier das Vorgehen für diesen Aufgabentyp der Parameterbestimmung mal in einer Regel fest. Wir haben eine Gleichung für die Zielgröße aufgestellt. Zielgröße war unser Flächeninhalt, haben wir hier ausgerechnet, und die enthält den Parameter a. Dann haben wir dieses Ergebnis mit dem Zielwert, also wir sollen 4 herausbekommen, gleichgesetzt. Dieses Ausrufezeichen soll heißen, das soll gleich sein, und können dann diese Gleichung nach a auflösen. Das funktioniert immer bei der Bestimmung von solchen Parameterwerten. Man rechnet also erstmal ganz normal eine Gleichung für das a aus, setzt sie dann dem gewünschten Ergebnis gleich und löst dann nach a auf. Ähnlich kann man es auch machen, wenn nach einem ganzen Parameterbereich gesucht ist, dass eine bestimmte Eigenschaft erfüllt ist. Folgendes Beispiel. Berechnen Sie den Wert des Parameters a so, dass der Graph von fa die Parabel g von x gleich x² plus 2 in 2 Punkten schneidet, wie zum Beispiel hier und da oder hier und da. Wir sehen, hier gibt es einen ganzen Bereich von Werten für a, bei denen dies der Fall ist, und einen anderen Bereich, in dem das nicht der Fall ist, so wie hier. Stellen wir auch hier zunächst eine Gleichung
auf, in der der Parameter noch vorkommt, da es hier um Schnittpunkte geht. Wissen wir ja, Schnittpunkte berechnet man immer, indem man die beiden Funktionen gleichsetzt. Setzen wir also gleich, hier ist unsere Funktion jar, die das a enthält, und hier ist die Parabel blau, die kein a enthält. Und versuchen nun, diese Gleichung zu lösen. Wir erkennen, dass es sich um eine quadratische Gleichung handelt. Die kann man ja immer mit der PQ-Formel lösen. Also bringen wir mal alles auf die linke Seite, muss gleich 0 sein. Vor dem x² darf kein Faktor stehen. Nun erkennen wir, dass das p für die PQ-Formel hier der Wert vor dem x ist, also minus 1/2. Und das q ist alles ohne x, minus a plus 2. Wir setzen das in die PQ-Formel ein. Hier muss man ein bisschen mit den Vorzeichen aufpassen, denn die PQ-Formel heißt ja minus q, also muss ich hier alle Vorzeichen von diesem q umdrehen. So, und nun kommt ein wichtiger Überlegungsschritt. Wann hat diese Gleichung denn zwei Lösungen? Wir wissen ja, dass eine quadratische Gleichung manchmal zwei, manchmal eine und manchmal null Lösungen hat, und das hängt davon ab, ob dieser Wert unter der Wurzel hier positiv ist, dann haben wir zwei Lösungen, oder negativ, dann gibt es gar keine Lösung, weil wir daraus keine Wurzel ziehen können, oder zufällig gerade 0 ist, dann gibt es nur eine Lösung. Hier ist also danach gesucht, dass wir zwei Schnittpunkte bekommen, also muss der Wert unter der Wurzel ein Viertelquadrat plus a minus 2 größer 0 sein. Hier haben wir nun wieder unsere Bestimmungsgleichung für a gefunden. Wir können ganz normal nach a auflösen. A muss größer sein als 31/16, also dieser Wert. Wir sehen alle Kurven, deren a größer als 1,9375 ist, schneiden diese Parabel hier in zwei Punkten. Unsere Regel lautet also, stelle wieder eine Gleichung für die Zielgröße auf, die den Parameter enthält, und aus der gestellten Bedingung folgt eine Ungleichung, so wie hier, und die lösen wir nach a auf. Eine nächste typische Aufgabenstellung ist, Funktionen jar abzuleiten und Extrempunkte, Wendepunkte usw. zu berechnen. Beispiel: Berechnen Sie die Extrempunkte der Graphen der Schar und a soll ungleich 0 sein, und begründen Sie, dass alle Graphen der Schar einen gemeinsamen Extrempunkt besitzen. Wir müssen uns diesen Funktionsterm erstmal in Ruhe anschauen. Wir erkennen, x ist unsere Funktionsvariable, die kommt hier als Quadrat vor, hier linear, und unser Parameter kommt hier, hier und hier vor, und hier haben wir einen Absolutterm ohne x. Aber ganz entspannt bleiben, wir nehmen uns diesen Funktionsterm und leiten ihn einmal ab, weil wir ja Extrempunkte berechnen wollen. Ableiten von Funktionsscharen geht so, dass wir nur die Funktionsvariable ableiten, und der Parameter verhält sich wie eine ganz normale Zahl. Also ist die Ableitung hier 2ax, von hier minus 4a, das x fällt weg, und von plus 4a plus 1 fällt alles weg, denn hier kommt überhaupt kein x vor. Das sind alles Parameter, also feste Zahlen, die fallen beim Ableiten immer weg, sodass unsere Ableitung einfach lautet 2ax minus 4a. Für einen Extrempunkt lautet die notwendige Bedingung, dass die erste Ableitung gleich 0 ist. Das können wir so schreiben. Nun wollen wir diese Gleichung nach x auflösen. Wir sehen, dass wir hier geschickterweise ein a ausklammern können. Und jetzt können wir hier den Satz vom Nullprodukt anwenden. Ein Produkt ist nämlich genau dann 0, wenn entweder das a gleich 0 ist, kann aber nicht, denn das haben wir hier ausgeschlossen. Dann muss der andere Faktor 2x minus 4 gleich 0 sein. Und das heißt einfach x gleich 2. Damit haben wir schon mal gezeigt, dass alle Graphen dieser Schar bei x gleich 2 eine Extremstelle besitzen. Nun wollen wir den Extrempunkt finden. Wir brauchen also noch die y-Koordinate. Dazu setzen wir dieses x hier in unseren Funktionsterm ein. Hier kommen die 2 rein. Dann haben wir hier 4a. Von hier kommt minus 8a. 4a bleibt und plus 1 bleibt auch.
So, und jetzt schauen wir uns das hier mal genau an. 4a minus 8a plus 4a, das gibt zusammen 0, plus 1 ergibt 1. So, dass also alle Extrempunkte unserer Schar den y-Wert gleich 1 haben. Und da in diesem Ergebnis 2 Stab 1 hier nirgends ein a vorkommt, heißt das, dass dieser Extrempunkt für alle a, also für alle Graphen dieser Schar gilt. Prüfen wir noch schnell die hinreichende Bedingung für einen Extrempunkt. Zweite Ableitung. Wir leiten also das nochmal ab. Das gibt einfach 2a. Minus 4a fällt ja weg. Wir setzen die 2 ein von hier. Das ist größer 0, wenn a größer 0 ist. Also bekommen wir für positive a immer einen Tiefpunkt. Und wenn das a negativ ist, dann kommt hier was Negatives raus, dann haben wir immer einen Hochpunkt. Ja. Wie kann man sich das grafisch vorstellen? Wir sehen hier die Schar von diesen Parabeln jetzt. Für a gleich 1 bekommen wir diese Parabel, für a gleich 2 diese, für a gleich minus 1 diese. Alle haben einen Extrempunkt bei 2 Stab 1, aber ob es ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist, das hängt davon ab, ob unser a positiv oder negativ ist. Übrigens, wenn das a gerade mal gleich 0 ist, das haben wir hier ausgeschlossen, dann entsteht gar keine Parabel. Dann haben wir hier eine waagrechte Linie, die lautet dann einfach f0 von x ist gleich 1, die hat gar keinen Extrempunkt. Halten wir als Regel hierfür fest, das Ableiten und die Kurvendiskussion einer Kurvenschar geht ganz wie gewohnt. Wir leiten nur die Funktionsvariable, also nur das x ab, und der Parameter, der verhält sich wie eine ganz normale Zahl. So, noch einen Aufgabentyp schauen wir uns an. Der Wechsel der Funktionsvariablen. Was ist das? Wir nehmen unsere Schar wie eben. Sie sieht genau aus, nur mit einem kleinen, aber wichtigen Unterschied. Wir haben hier x und a vertauscht. Die Funktionsvariable heißt jetzt a und der Parameter heißt x. Wir sollen jetzt zeigen, dass diese Schar keine Parabeln mehr sind, wie eben, sondern eine Schar linearer Funktion, und wir sollen die Steigung des Graphen f1 bestimmen. Ja, dann nehmen wir uns den Funktionsterm von dieser Schar her und unsere Funktionsvariable soll jetzt a heißen. Dann sortieren wir mal so, dass hier vorne die a's ausgeklammert sind. Dann sehen wir es deutlich. Dann haben wir hier x² minus 4x plus 4 mal a plus 1. Das soll eine lineare Funktion sein? Ja, denn diese Gleichung hat nun die Form einer geraden Gleichung m, nicht mehr x, sondern a, ma plus b. Ja, sehen wir, wenn wir hier diese Klammer als m auffassen, x² minus 4x plus 4, dann ist das hier unsere Funktionsvariable, das ist unser y-Achsenabschnitt. Und die Steigung dieser Gerade können wir hier schreiben, das ist eben x² minus 4x plus 4. Und wenn x gleich 1 sein soll, so wie hier angegeben, x soll jetzt 1 sein, dann setzen wir hier 1 ein und dann kommt raus m gleich 1. Also wir haben jetzt gezeigt, dass wir hier eine Geradengleichung haben, also es handelt sich um eine Schar von Geraden mit unterschiedlicher Steigung und die Steigung können wir so berechnen. Grafisch sieht das so aus, wir tragen jetzt y über nicht mehr x auf, sondern über a. Wir sehen, es kommen lauter Geraden raus mit unterschiedlicher Steigung für x gleich 0, 1 und 2. Und merken uns hier als Regel, in der Funktionsklammer steht die Variable und im Index steht der Parameter. Okay, das war's für den Grundkurs. Es gibt noch einen zweiten Teil mit komplizierteren Funktionenscharen, zum Beispiel wie man mit E-Funktionen umgeht. Okay, tschüss.